Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei mir dreht sich heute alles um Bronzer. Ich möchte zuerst mal erklären, was Bronzer ist, was es bedeutet, wie man es aufträgt, mit welchen Produkten und was der Unterschied jetzt dann tatsächlich ist zum Contouring, zum Strobing oder Drapping und wann man ihn überhaupt anwendet. Und dann möchte ich dir im Anschluss zeigen, also ein Tutorial geben, wie man Bronzer richtig im Gesicht aufträgt, an welche Stellen und warum. Um das alles zu sehen, bleib doch gleich dran. Was bedeutet überhaupt Bronzen? Das heißt, man zaubert sich ein bisschen Farbe ins Gesicht. Es soll danach aussehen, wenn man sich gebronzt hat, als ob man von der Sonne geküsst wurde. Das heißt, man möchte leicht gebräunte Haut simulieren, man möchte ein bisschen einfach Bräune ins Gesicht zaubern und gesünder aussehen und eben irgendwie so ein bisschen leicht gebräunt. Das heißt, man muss sich hier überlegen, wo trifft einen die Sonne, wo würde man, wenn man jetzt sich in die Sonne legt, natürlich gebräunt werden. Und das unterscheidet jetzt hier das Bronzing schon mal sehr, sehr vom Contouring, weil beim Contouring geht es wirklich darum, sich Kontur ins Gesicht zu machen, sich das Gesicht zu modellieren, hier zum Beispiel die Wangenknochen rausmodellieren mit einer dunklen Farbe, wiederum beim Strobing mit hellen Tönen, mit Highlighting, hier Wangen hervorheben, Stellen im Gesicht, die von der Sonne beschienen werden, hervorzuheben. Bronzing möchte das aber jetzt in dem Sinne gar nicht so machen, sondern beim Bronzing geht es wirklich nur darum, gesund auszusehen, bisschen Farbe ins Gesicht zu bekommen, aber immer noch natürlich, also ohne dass man wirklich sehr angemalt wirkt. Beim Bronzing verwendet man sogenannte Bronzingpuder. Hier gibt es einen von Essence zum Beispiel, das ist ein brauner matter Puder. Es gibt es natürlich auch in High-End-Ausführung von NYX, habe ich einen Matt Bronzing Puder, der dann auch einfach so eine braune Farbtönung hat. Man trägt es dann am besten zum Bronzer mit einem abgeschrägten Pinsel auf, weil du dann einfach viel gezielter arbeiten kannst, als wenn du so einen großen Puderpinsel nimmst zum Beispiel. Das würde ich nicht empfehlen. Wenn du nur so einen zu Hause hast, dann kannst du dir da Abhilfe verschaffen, indem du ihn einfach so presst und dann damit arbeitest, als wäre er ein abgeschrägter Pinsel. Das geht im Notfall auch. Aber so im Großen und Ganzen, also so groß würde ich ihn nicht zum Bronzen verwenden. Ich nehme dafür am liebsten hier diesen Luxi-Pinsel 504. Wo trägt man denn jetzt den Bronzer überhaupt im Gesicht auf? Bevor ich es mache, gebe ich dir erstmal einen Überblick. Man muss sein Gesicht vorher sowieso erstmal vorbereiten. Ich habe dafür mein Gesicht grundiert mit der Foundation von Maybelline Fit Me Foundation 130 ist hier meine Farbnuance. Und das Ganze dann nochmal mit einem losen Puder abgepudert einfach, dass ich nicht so glänze, weil sonst bekommst du hier auch kein ebenmäßiges Ergebnis. Es kann ja nur dann ebenmäßig sein, wenn schon der Untergrund ebenmäßig ist. Ich habe jetzt mein restliches Augen-Make-up hier relativ nude und natürlich gehalten, außer Mascara und Augenbrauen habe ich jetzt heute nichts gemacht. Einfach damit dieser natürliche Look von dem Bronzer hier noch besser zur Geltung kommt. Wenn man den Bronzer dann auftragen will, überlegt man sich, wo würde ich gebräunt werden von der Sonne, wenn ich mich in die Sonne lege, ganz natürlich. Definitiv auf den Wangen. Das heißt, auf den Wangen ist schon mal Bronzer aufzutragen, auf dem Kinn, das ist auch eine Stelle, die ein bisschen hervorragt im Gesicht, und auf der Nase. Natürlich auch die andere Wange. Und dann aber ganz wichtig, auch auf der Stirn. Denn auch da, das siehst du jetzt auch schon hier, ganz natürlich entsteht hier so ein Schatten. Den nutzt man hier mit dem Bronzer auch aus. Man kann sich das dann hier so merken, dass man hier einfach so ein C macht. Manche machen ein E daraus. Hier unten würde ich aber immer sehr vorsichtig sein. Also hier würde ich nur mit dem Bronzer arbeiten, wenn du es gleichzeitig auch mit dem Hals verbindest. Aber ich zeige dir das jetzt gleich, wie ich das mache, damit es dann immer noch natürlich aussieht. Denn was du auf gar keinen Fall haben solltest, ist danach hier irgendwie eine Kante, hier eine dunkle Kante und dann dein heller Hals. Das geht gar nicht. Ich gehe dann mit dem Pinsel hier ganz sanft rein, ein paar Mal, und dann ist enorm wichtig. Vielleicht hast du mit deinem Bronzer noch nicht gearbeitet, du weißt gar nicht, wie gut der pigmentiert ist oder wie du damit überhaupt arbeiten kannst. Klopf alles raus, was überschüssig ist. Und du kannst immer noch mal nachlegen. Aber wenn du erstmal zu viel auf dem Gesicht hast, ist es irgendwie schwierig, das wieder sehr ebenmäßig runter zu bekommen. Deshalb immer lieber mit weniger starten. Und ich starte immer in der Mitte.
des Gesichts, nicht am Haaransatz, nicht am Gesichtsrand, denn dann könnte es passieren, dass du hast ja hier auch wahrscheinlich feine Härchen, so wie ich, dass dir hier der Bronzer an den Härchen drin hängt und den kriegst du auch wieder nur ganz, ganz schwer dann raus. Das heißt, ich starte im Gesicht, in der Mitte vom Auge so ungefähr. Weiter rein darfst du mit dem Bronzer auch gar nicht gehen. Und zieh den hier ganz locker, und das ist wichtig, aus dem Handgelenk ganz locker nach hinten, ohne viel Druck anzuwenden. Denn wenn du Druck verwendest, dann kann es dir wieder passieren, dass es fleckig wird. Wenn du nicht sicher bist, an welcher Stelle du hier starten sollst, dann grinst du einfach mal so ein bisschen wild und dann siehst du hier deine höchste Stelle. Das ist meistens so Mitte des Auges und da beginnst du. Bronzer unterscheidet sich insofern auch vom Contouring, dass du auch auf dem Wangenknochen arbeitest und nicht nur unten drunter mit der dunklen Farbe. Also es ist jetzt hier eine Mischung aus Blush und Contouring, was man hier mit dem Bronzer macht. Es soll einfach gesund aussehen und ist dann hier auch ein bisschen großflächiger anzuwenden, als du das mit Contouring, mit dem dunklen Contouring machen würdest. So, wenn ich jetzt hier einigermaßen durch bin, dann geht es bei mir weiter und ich gehe von oben nach unten in einer C-Form von der Stirn zum Wangenknochen. Da hast du jetzt gesehen, ich bin gar nicht nochmal in den Puder reingegangen, sondern ich habe das jetzt hier mit dem Restpuder gemacht, weil es dann einfach auch schon reicht für die Stirn. Also ich meine, auf der Wange ein bisschen mehr Farbe haben, finde ich okay als auf der Stirn, damit es halt immer noch da natürlich aussieht. Jetzt nehme ich mir nochmal ein bisschen was. Ich arbeite hier übrigens mit dem Essence Bronzer, um dir das zu zeigen, dass es mit dem auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gehe ich ans Kinn, aber da auch muss man auch echt sanft, aber jetzt hat es geklungen. Auch am Kinn muss man sehr sanft arbeiten, dass man nicht zu viel Farbe hier hinbekommt, dass es nicht unnatürlich dann aussieht. Hier soll immer vorrangig sein, dass es natürlich bleibt. So, und jetzt kommen wir zum Halsübergang. Möchte man sich hier auch bronzen, dann muss man das immer noch hier mit runterziehen, damit der Übergang erhalten bleibt. Und wenn du am Hals mit Bronzer arbeitest, ist es voll okay. Ich finde, es sieht schön aus, aber lass die Mitte aus. Denn dein Kinn macht dir hier immer Schatten. Wenn du in der Sonne liegst, wird hier die Mitte des Halses nicht so arg mitgebräunt. Die Seite des Halses hingegen schon. Also hier auch im Nacken ist man ja immer am meisten braun. Und dann ist es sehr schön, wenn man das hier so runterzieht, dass es natürlich aussieht. Was man dann auch noch machen kann, um das Ganze noch weiterzuführen, man kann sich auch hier die Stellen, die hier tiefer liegen, auch noch mit dem Bronzer herausarbeiten, dass die Brustknochen hier einfach noch schöner zur Geltung kommen. So. Aber das ist nur optional und wenn man auch sowieso was anhat, wo man es nicht sieht, dann bringt es nicht. Okay, und du siehst jetzt schon, dass die Seite jetzt schon gut fertig ist. Also hier habe ich jetzt schon eine schöne Bräune ins Gesicht bekommen und es sieht trotzdem natürlich aus. Und was dir jetzt vielleicht auch aufgefallen ist, ich habe weder mit Contouring noch mit Highlighterpuder gearbeitet. Aber dadurch, dass ich diesen Bronzer aufgetragen habe, erscheint ja schon hier oben das Ganze irgendwie gehighlightet. Sieht heller aus als auf der anderen Seite. Ich habe aber überhaupt keinen Highlighter drauf oder so. Und das ist hier auch das Geheimnis von dem Bronzing, dass es dir einfach einen natürlichen Glow aufs Gesicht zaubert. Auch wenn es ein matter Puder ist, trotzdem zaubert es ein bisschen Glow aufs Gesicht. Und ich mache jetzt dasselbe auch auf der anderen Seite. Wenn du dir unsicher bist, wie dein Bronzing-Puder angeht, dann teste es einfach mal auf dem Handrücken und dann kannst du sehen, wie pigmentiert er ist und wie viel Farbe da wirklich rauskommt. You close your eyes, turn head
press rewind, please. Yeah, we will sin to make us last. Oh yeah, we'll drown, we'll swim too fast. Come on, we can make up. Honey, come on, let's break up. Like a firefly, burn till the day we die. Make me feel alive. Wenn man jetzt an einer Stelle dann doch mal zu viel Bronzer erwischt hat, zum Beispiel hier, könnte ich durchaus ein bisschen wegnehmen oder ich mache hier noch mehr dazu. Aber hier, wenn ich hier jetzt zu viel drauf habe, was tue ich dann? Ja, einfach nochmal das komplette Make-up und die Foundation neu zu machen, ist halt verdammt viel Arbeit und total aufwendig und muss auch nicht sein. Du nimmst dir einen großen Puderpinsel und verblendest das Ganze. Ja, jetzt bin ich schon fertig soweit, jetzt ist es schon angeglichen. Verblendest das einfach so gut aus, bis es die Intensität erreicht hat, die du haben willst. Denn damit nimmst du ja auch wieder den Puder ab. So kannst du hier dein Bronzing ebenmäßiger machen, wenn es an einer Stelle irgendwie fleckig geworden sein sollte. Oder du kannst eben auch damit korrigieren und dann an manchen Stellen nochmal was abnehmen. Und wenn du dann möchtest, dass es doch nochmal intensiver wird, dann gehst du einfach nochmal mit ein bisschen mehr Bronzingpuder drüber. Und so kann man hier sein Bronzing aufbauen und auch wieder abbauen, ohne dass viel schief geht und ohne dass man viel Zeitverlust hat. Ja, und das war es jetzt hier schon wieder von meinem Video, von meinem Bronzing-Tutorial. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Es hat dir gefallen. Wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann mach das gleich jetzt, abonniere mich gleich. Verpasse kein neues Video mehr von mir. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und dabei bist. Hier drüben findest du jetzt gleich noch ein paar Videovorschläge von mir, die dich auch interessieren könnten. Klick dich doch mal durch. Ich habe auch interessante Playlists und ich freue mich sehr auf nächstes Mal, dich wieder dabei zu haben. Bis dahin.